In Budapest wurde der Sohn und Stellvertreter des Reichsverwesers Stefan von Horthy, der im Kampf gegen den Bolschewismus den Fliegertod fand, in feierlichem Staatsakt beigesetzt. Die Trauerfeier im Parlamentsgebäude. Reichsaußenminister von Ribbentrop, der Führer der deutschen Sonderdelegation, legt den Kranz des Führers nieder. Links Generalfeldmarschall Keitel. Die Grenze Italiens. Der italienische Außenminister Grafciano. Die Führer und Mitglieder der ausländischen Delegationen. Rechts der Reichsverweser Nikolaus von Horthy. Feierlicher Trauerzug durch die Straßen von Budapest. Hinter dem Sarg der Reichsverweser mit seiner Gemahlin und der Gattin des Gefallenen. In einem Nachschublager unseres Afrikakorps an der Südküste Griechenlands. Hier wohnen Berliner Jungs. Verpflegung für den Flug nach Afrika. Abmarsch zu den Transportmaschinen. Jeder Soldat bekommt eine Schwimmweste. Der Kompaniehund bleibt bei seiner Einheit. Italienische Transportflugzeuge. Landung in Afrika. Dieses Transportgeschwader feiert seinen 15.000. Einsatz. Italienische Infanterie. Die gelandeten Verbände werden zur El Alamein-Front in Marsch gesetzt. Deutsche Jäger kehren von erfolgreichem Feindflug zurück. Oberleutnant Marseille, er errang bisher 125 Luftsiege und schoss kürzlich an einem einzigen Tage 16 Briten über Afrika ab. Der Führer verlieh ihm als 4. Soldaten der deutschen Wehrmacht das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten, die höchste deutsche Tapferkeitsauszeichnung. Generalfeldmarschall Rommel und Generalfeldmarschall Kesselring. Marschall Cavallero, der Chef des italienischen Generalstabes. Rechts der italienische Marschall Bastico. Vormarsch zur Oase Shiva, tief im Süden der ägyptischen Front. Italienische Einheiten. Das jahrtausendealte Shiva.
Deutsche und italienische Truppen rücken in die von den Italienern genommene Wüstenstadt ein. Khiva war ein wichtiger Stützpunkt der britischen Luftwaffe und ein bedeutender Eckpfeiler der Verteidigungslinie von Marsa Matruh. Der italienische Befehlshaber. Die Zugänge zu der rund 80 Kilometer langen, sehr fruchtbaren Oase werden sofort in Verteidigungszustand gesetzt. Empfang bei den 18 Scheiks von Khiva. Nach dem Festessen ein Mokkadubel. Scheik Ali, der reichste Bewohner der Oase, verkauft unseren Soldaten köstliche Khiva-Trauben. Sie bilden eine willkommene Ergänzung für die Truppenverpflegung. An der Sonnenquelle. Hinein in das Bad der Kleopatra. Schon im grauen Altertum war dieses Bad als Heilquelle berühmt. Im Osten. Der Reichsmarschall begrüßt verwundete Soldaten, die sich auf dem Weg in die Heimat befinden. Am mittleren Abschnitt der Ostfront. Die Hauptkampflinie ist ständig in Alarmbereitschaft. Trotz schwerer Verluste an Menschen und Material rennen die Sowjets immer wieder vergeblich gegen die deutschen Stellungen an. Lagebesprechung an der Front. In dem zerstörten Theater einer Stadt am mittleren Frontabschnitt ist eine Beobachtungsstelle der Artillerie eingerichtet. Der Feind kann einsehen. Von hier aus wird das Artilleriefeuer auf die Sowjets gelenkt, die sich zu neuem Angriff sammeln. Dort in den dichten Waldungen stehen die Bolschewisten. Feindliche Panzer, Flakartillerie schlägt sie zurück.
So sieht es vor unseren Linien am mittleren Frontabschnitt aus. Der Kampf um Stalingrad. Auf den Nachschubstraßen im großen Donbogen rollen in endlosen Kolonnen immer neue Divisionen heran. Rechtzeitiges Reinigen der Filter verhütet schwere Pannen, die zu längeren Zwangspausen führen könnten. So geht es seit Wochen in anstrengenden Märschen durch den Staub der russischen Steppe hindurch. Bei einer Rast gilt die erste Fürsorge den Pferden, die mit unseren Soldaten willig und treu alle schweren Strapazen teilen. Pferdeschwämme in einem Nebenfluss des Don. Auch ein Versuch zur Produktionssteigerung. Heute gibt es Brathähnel. Es geht weiter vorwärts. Unsere Infanterie legt hier täglich bis zu 60 Kilometer marschierend und kämpfend zurück. Ein Panzerregiment im Vorrücken auf den östlichen Don. Auf einer Pontonbrücke wird der heiß umkämpfte Fluss in Richtung Stalingrad überschritten. Gefangene Bolschewisten müssen ihre Waffen selbst zur Sammelstelle diesseits des Don bringen. Stuka starten zum Angriff auf feindliche Bunkerlinien, die nordwestlich von Stalingrad den Zugang zur Wolga sperren. Angriff. Das Panzerregiment tritt zu neuem Angriff an.
Artillerie greift in die Panzerschlacht ein. Panzergrenadiere haben mit der blanken Waffe die Bolschewisten aus ihren Erdbunkern herausgeholt. In raschem Stoß geht es auf den Unterlauf der Wolga zu. Die Wolga ist erreicht. Das ist die Wolga, der größte Strom Europas. Ihr Lauf ist 3690 Kilometer lang. Die Spitze eröffnet das Feuer auf die sowjetischen Stellungen jenseits des Stromes. Weiter südlich stoßen Infanterie und Pioniere gegen Stalingrad vor. Eisenbahnlinie Stalingrad-Moskau. Der Bahndamm wird sofort zu einer Feldstellung ausgebaut. Aufklärer. Die Festungswerke von Stalingrad liegen im konzentrischen Feuer unserer Artillerie. Hinten Stalingrad. Es ist eine brennende Hölle geworden. Immer dichter schieben sich unsere Verbände an die starke Festung heran. Die Schlacht um Stalingrad ist voll entbrannt. An der Kaukasusfront. Auf der Straße nach Süden.
Überall zerschossene Sowjetpanzer. Nach langem Marsch eine kleine Stärkung. Die Infanterie sitzt auf. Das Vormarschtempo darf nicht nachlassen. Fahrt durch Pjatigorsk. Kaukasische Miliz. Sie versieht den Polizeidienst in der Stadt. Und hier unsere Gebirgsjäger auf dem Marsch ins Elbrusgebiet. Große Herden von Bergschafen sperren den Weg. Eine Kompanie von ausgewählten Soldaten einer schwäbisch-bayerischen Gebirgsdivision unter Führung des Hauptmann Groth, die den Auftrag hatte, den Pass am Elbrus zu sperren, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die meteorologische Station auf dem Elbrus im Handstreich zu nehmen und dabei auf dem Gipfel dieses 5630 Meter hohen Bergriesen die Reichskriegsflagge zu setzen. Die Kompanie ist in verschiedene Marschgruppen aufgeteilt. Funkverbindung mit dem Tal. Alle diese Aufnahmen wurden unter schwierigen Bedingungen mit einer Schmalfilmkamera gemacht. Die Tragtiere müssen zurückgelassen werden. Jetzt muss es ohne diese treuen Helfer weitergehen. Die Gruppe des Hauptmann Groth setzt zum Besteigen des Gipfels an. Jeder dieser Soldaten ist ein hervorragender Bergsteiger. Weite Gletscher und Schneefelder müssen bei schneidender Kälte überwunden werden. Das ist die meteorologische Station, die von den Sowjets militärisch besetzt war. Immer schwieriger wird der Weg. Im Kampf mit der Natur muss jeder seine letzte Kraft einsetzen. Der Elbrus ist bezwungen. Unsere Gebirgsjäger haben damit eine kämpferische und zugleich alpinistische Großtat vollbracht. Unsere Flieger beherrschen weithin den Luftraum über dieser gigantischen Bergwelt, die jetzt von unseren siegreichen Divisionen kämpfend durchschritten wird.